Damit sind wir wieder live. Mein Jinx. Chat ist irgendwie etwas klein. Größer machen. So. No. Du musst mir das Und Dings noch schicken. ja, ich habe das Spiel ja auch noch nicht gestartet, weil wir müssen jetzt als Achso. erstes mal Ja. wir müssen als erstes eine Cutscene gucken, weil ich hatte ja das Ende von David Meowi jetzt geändert. Hab das Ganze natürlich auch aufgenommen, Mhm. damit wir das jetzt nochmal uns angucken können. So, Hast du nicht die Schnauze voll von dem Game, wenn du das die ganze Zeit jetzt alles wiederholen musst? nö, da bin ich einfach durchgeskippt. Und bei den Entscheidungen habe ich halt nochmal kurz nachgeguckt. Ach Mann, okay. So, Discord mal kurz auf die Seite hier. Das hier live gehen. Jetzt muss ich das im Stream noch anzeigen lassen. Ich habe Hunger. Wobei, da mache ich einfach hier Display Capture. Das ist der falsche Display. Eigenschaften, Bildschirm 2. So. Du siehst alles, ja? Stream sieht alles. Aha. Mein Magen knurrt auch aus irgendeinem Grund. Hast du denn gegessen? Gar nichts. Aus irgendeinem Grund, ja. Weiß auch nicht. Human Instincts. Die haben jetzt eine neue Sorte von dem Energy vom Aldi, den ich immer hole. Und das Guave. ist? Guave. Ich meine, ich trinke jetzt gerade Sauerkirsch. Die haben Sauerkirsch und Okay. Mandarine auch wieder im Sortiment, jetzt so auf als große Dosen. Aber Guave Mhm. ist auch sehr lecker. Naja gut, fangen wir hier mal an. Guave. Ich habe das natürlich aufgezeichnet, das heißt, wenn du sprechen musst, musst du ein bisschen aufmerksam sein, weil ich habe das einfach so gemacht. Ich habe mir das im Kopf vorgelesen, dann nochmal ungefähr 2, 3 Sekunden gewartet und dann weitergeklickt. Das heißt aber, wir können keine wirklichen Pausen bei der Cutscene jetzt machen. Ich weiß aber nicht mal, ob... Ja doch, du bekommst was zum Sprechen, weil Trixie am Ende spricht. Hä? Sei Was? einfach... Ich muss das nachlabern? Natürlich, so wie immer. Wir tun so, als würde ich das jetzt handfrei spielen. Oh Research mein 7, Gott. Medical Trial, das kennen wir ja schon. I arrive at the lab a little later than usual today. Ja Gott, ich glaube, das habe ich auch geskippt, weil wir das eh schon kennen. Da haben wir ja praktisch mit dem Professor gesprochen und wir sollten ja das Dings da auftragen und da haben wir uns ja letztes Mal geweigert. Was dann zu einem Fail geführt hat, weswegen ich das ganze Ding hier nochmal nachspielen wollte, weil ich keinen Bock hatte auf sowas. Ich will 100%. Auch wenn es mich jetzt aufregt, dass wir ein Date mit Trixie verkackt haben, aber egal, dazu kommen wir dann immer. Alles klar. Also viel zur Backstory. Ja, der Professor will uns überzeugen, dass wir das ja machen müssen. Ratatatata. Auch wenn es merkwürdig erscheint. I notice how deftly he evaded my question. Once you've done it, provided there are no complications, I need you to apply the sample to some of the cats and record the results. I beg your pardon? Apply the sample to the cats, David Meowi. We're looking for specific reactions. Of course, sir. But don't I have a little more information before I start applying an untested product to a living subject? No. Look, David Meowi, I understand your concerns, of course I do. However, once in a while one has to trim the red tape, and this is one of those occasions. Now I really am in the most awful rush, my dear, but I have complete faith in you. And suddenly I'm alone. I pick up one of the samples from the box. It looks like a miniature milk bottle, but the fluid is creamier than milk. I retrieve the compounds from the cabinet the professor wanted me to test and spend some time combining them with the sample. From what I can tell, the compounds are some kind of organic material, but no one has told me where they came from or what they actually are. Habe ich damals schon über den Satz gelacht? Über welchen? Dass es creamier als Milch ist? Habe ich damals schon drüber gelacht? Nein, es ist nicht das, was du denkst, dass es ist. Was denke ich denn, dass es Du denkst, dass es Joghurt ist, aber das ist es nicht. Es ist nämlich Schmand.
So, pass auf, jetzt kommt gleich neues Zeug, jetzt müssen wir wirklich vorlesen. Oh, scheiße. Oh, okay. Für dich kommt ja hier noch nichts, aber die Endcutscene mit Trixie kommt dann. Aha, I aha. suppose I have no choice. The professor will fire me if I won't do the job I was hired to do. I try to stay professional and detached. I open one of the crates and retrieve Muffin, a slightly plump Persian. She starts purring as soon as I touch her. She's a little older than the other cats and loves the attention. I hope this stuff doesn't harm her. I set her down on the counter, get a little of the sample and apply it gently to one of her legs. She seems a bit put out, but she's still purring. That's a good sign. I wait about 20 minutes and nothing has happened. Hopefully another good sign. I apply a little more to the back of her neck this time. I feel really uncomfortable doing this without any recommended dosage or guidelines. Flying blind goes against all of my training to date, but I have to have faith that the professor knows what he's doing. This is his project after all. After another 20 minutes, I don't notice anything physical, although Marvin does seem to be a little more energetic than usual. She's happily chasing my pen across the counter. I wrestle the pen out of her grip and make some notes of my observations and place her gently back in her crate. I decide to spend the night in the lab. I don't want her to leave her alone, just in case anything happens. But by 4 AM, Muffin is sleeping soundly and I can't keep my eyes open any longer. So I head back to my tent. Bin auch Research immer 8 sleepy, unlocked. wenn meine Katzen sleepy sind. So, jetzt kommt die Ending-Cutscene mit Trixie. Oh. Scheiße, was hatte ich für eine Stimme? Das kennen wir ja alles auch schon, so blabli-blub, das ist ja auch bei jedem Charakter. Die Changes sind nicht mehr unnoticeable, deswegen müssen sie jetzt hiden gehen in the Forest. In the Forest. Ist auch ein Videospiel. Mhm. Ja, ich hab letztens auch mit Sascha und Weber gespielt. Schick, schick. Mit beiden? Schick. Ja, gleichzeitig halt. Tschüss. Ja. I'm exhausted. Can we stop for a second to catch our breath? Oh Gott, ich hab den nicht als Katze gesehen, Alter, Bro. Was ist das? You're an old cat. We have been dating. Oh mein Gott, ist zu fest! Ich mache am besten auf Stopp. Das unterbricht zwar die Alter. Musik, aber... Oh. Ich kann nicht so schnell lesen. Ja, und dann vor mache allem ich... nicht in der Stimme, Alter. Was Dann mache ist das? ich für deine Sachen auf Stopp, ist ja egal. Ah, Ist ja eh nur noch eine Dankeschön. Minute. Ah, okay. You're an old cat. We've only been dancing for an hour. Meow. You dance, I'll watch. And she giggles and dances while I'll recline against a rock in the evening sun, cooler but still deliciously warm. How did I get to be so lucky? I look back to when I thought having the virus was the worst thing imaginable, and it makes me smile. The day I decided to throw in the towel and allow myself to become a cat was the first day of my life beyond my wildest dreams. Why would anyone want an antidote? Being a cat is amazing! Being with Trixie is even better. I lazily stretch and slowly fall into a nap. Trix settles beside me, the two of us curled up, our bliss in only briefly disturbed by the familiar sound of the ferry arriving at the pier. It seems my replacement has already arrived. They'll never look here, though. We know exactly where to stay safe. I wonder if they'll be as fortunate as me. Guck mal, hast du sogar gar nichts mehr zu lesen. Das war nur der eine Satz. Boah, krass. Und da... Du Pause machen. Successful Dates. 2 von 3. Ja. Es ist so merkwürdig, wenn du das Menschenprofilbild da hast oder eine Relationship with Trixie Cat. Weißt du, so... Alter. Vielleicht waren es deswegen auch nur 2 von 3 Successful Dates. Ja, einen neuen Namen habe ich noch nicht gewählt. Da dachte ich, da bist du dann dabei. So, so viel dazu. Okay. Jetzt haben wir hier erstmal Infinite Regress im Stream.
Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe aufzunehmen. Das heißt, wir machen das nochmal alles von vorne. Nein, Nein! nein, wir machen, ich lade das einfach hinterher von Twitch runter. Perfect Date. Also von mir aus, ich habe ja nur einen Satz und jetzt kann ich ihn bestimmt schneller. Oh, Ich sag, schön. ich lade das einfach von Twitch runter. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Ach Mensch. No, es ist nicht Fullscreen. Game neu starten. Krieg. Game, beend dich. Beende dich. Ende. So. End your suffering. Das Ganze jetzt nochmal. Windowed, no. Please Fullscreen in 1920 zu 1080. Play. So, dann Game Capture. Eigenschaften. Perfect Date. Mhm. Yep. Bildschirm übertragen. Perfect Date. Live gehen. Das Game ist wieder viel zu laut. Stream anschauen. Klicken. So. Bay. Das sind auch wunderschöne Porträts von denen, oder? Und damit fangen wir wieder an mit Perfect Date und den datenden Wildschwein am Anfang. Schön zu sehen, dass sich hier nichts verändert hat. Ach ja. Den Mauszeiger will ich nicht aufnehmen, warte mal. So, bei dem Spiel braucht man den ja nicht. Dann Play. So, wir gehen los bei Chapter 4. Wen nehmen wir denn? Ja. Jinx. Sag einfach Stopp. Stoppe. Okay, es ist genau in der Mitte stehen geblieben. Und nochmal. Stoppe. Wieso bleibt das immer in der Mitte stehen? Habe ich dazu eine Tendenz, oder? Stoppe. Okay, jetzt ist es zu ihm hier näher gegangen. Aha. Also es war nicht direkt auf ihm, aber neben ihm direkt. Also ich werte das jetzt einfach mal. Ich kann das, ich habe keine Ahnung, ich sehe das ja nicht. So, dann brauchen wir wieder unseren Cat Name Generator, den wir letztes Mal hatten. Oh mein Gott. Cat Name Generator. Oder war das der hier? Der ist schon abgehakt. Ich glaube, dann war das der hier. Wir haben auf jeden Fall einen Boy. Wieso bin ich aus dem Stream wieder raus? Hallo? Ich bin doch schon schuld. Next. Okay. Was hat er wohl für eine Personality? Hier sind 5 zur Auswahl. Fancy, quirky, chill, cuddly oder independent? Ich würde chill sagen, weil er so eine Kette hat mit irgend so einem Schnörkel. Was weiß ich, was das wäre. Chill. Dann haben wir How high can your cat jump? My lap, Was? countertops oder too high? Der sieht ja eigentlich ein bisschen... Ich habe vergessen, das ist so eine merkwürdige Frage bei dem. Ich würde sagen countertops. What color is your cat? Brown. Also sie ist nicht white, nicht black, grey, ne? Mixed oder orange? Was würdest du bei ihm nehmen? Gibt's kein Brown? Nee, es gibt orange, white, grey, black. Ja, dann muss ich mixed nehmen. Ja, mixed. What kind of names do you like? Auf jeden Fall die punny ones. Immer die punny ones. Your cat hair. Ja gut, jetzt kommen wir zu dem... Achso, nee. Hair is short, long, fluffy oder everywhere? Fluffy? Ist das fluffy bei ihm? Keine Ahnung, Alter. Also, es ist auf jeden Fall nicht gerade wie bei der einen da. Ja, aber ich glaube, fluffy war es eher bei Changas. Bei ihm würde ich dann eher sagen short. Ja gut. Ja, mach short. I don't know.
See my top match. Don Drapur. Don Drapo. Weiß nicht, kann ich hier nicht mehr auswählen? Komplett Start Over? Nein, ich möchte doch einfach... Okay, anderer Name Generator. War das nicht der gleiche, den wir letztes Mal hatten? Ja. Das sind auf jeden Fall die gleichen Fragen. Ja, aber hatten wir den dann genommen oder hatten wir doch noch einen anderen genommen, weil ich konnte da ja auch nicht... Ne, den hast du genommen. Bei dem anderen konnte ich nämlich rerollen, meine ich. Und ich meine, den hatten wir auch letztes Mal und dann hatte ich wieder einen anderen genommen. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Das Einzige, was Okay. ich noch weiß, ist, dass ich immer protestiert habe gegen den. Googeln wir einfach mal nach Punny Cat Names. 104 Punny Cat Names. Miauzelot. Sir Isaac Miauten. Martin Luther Kitten. Ja. Miauses. William Shakespeare. Genghis Cat. Ja, wir brauchen ja auch irgendwas, was zu diesem Charakter passt. Keine Ahnung. Cat Pun Names. Irgendwas Chilliges. Ja, ich guck gerade. Da gibt es doch bestimmt irgendwas zu Buddha oder so. Oder Gandhi oder was weiß ich. Cat Pun Names inspired by celebrities. In welchen Celebrity? Ja gut, das müsste ich jetzt hier trotzdem alle durchgehen. Auch nicht gut. Bei Food and Drinks. Okay. Miauka. Miauka. Es gibt hier auch Harry Potter Cat Pun Names. Harry Potter. Alles klar. Also, der gefällt mir irgendwie. Aber er ist eigentlich nicht ganz so Harry, aber... Er hat noch nicht mal eine Brille. Naja. Passt auch nicht ganz. Oh. Wir halten uns irgendwie viel zu lange auf so der Name ist das Wichtigste am Ganzen. Das ist auch das, womit wir uns am... was wir entscheiden können. Ich meine, es gibt ja auch den Catrick. Catrick. Aber ich finde, das passt nicht so chill. Es ist nicht chillig genug für ihn. Hä? Catrick ist doch der chilligste Dude überhaupt. Findest du? Catrick. Patrick Star? Chillig, Alter. Der chillt Dann ist unterm Stein. Dann ist er jetzt Catrick. Nice. What an amazing journey. I've always enjoyed being out on the open waters, and this was really smooth sailing. I almost skipped off the wooden jetty to be greeted by a burly man in a security jacket. Ach ja, der Dude. ID. I rummage about in my bag until I find the laminated security pass I was issued with on the mainland. Ach, lässt du hier, wenn du zur Katze wirst. Catrick. Catrick! Come on then, Skipper, follow me. No, my name is Catrick! No, this is Catrick! No, this is Catrick! No, this is still Catrick! Well, luckily, this guy isn't the sociable type, so I can take in the sights without distraction while we whiz along the forest path. It all looks so lush and green. The boss isn't there. The boss.
Glad to have you on board, Catrick. Shall we just go through a few formalities and then call it a day? That way you can get some rest before you start work properly tomorrow. Sounds good to me, sir. So first, shall we have a little refreshment? Gin. Letztes Mal stand da doch, letztes Mal war das doch mit, Whisky. ja, genau, Whisky. Ist leer. Nach dem letzten Typen ist leer. Ja, dann gehen wir, ja, dann ein bisschen Gin. Oh. Gin? For medicinal purposes. He necks the bottle before handing it to me. Alles klar. Nice. Much better. Alter. I find it settles the stomach. Have a try. Das bietet. I hold the empty bottle self-consciously. The empty bottle. The rest Ja, of the siehst du? day is Das andere haben wir auch weggesippelt, ey. Der Professor meint so. Er hat uns ja die leere Flasche. Also da hat er uns ja jetzt die leere Flasche gegeben. Uff. The rest. Das sind die Spuckreste so. Hier, willst du auch noch einen Schluck? Das ist lecker, ja. Die Spuckreste. Prost. Das Beste. Das Beste vom Ganzen. Hm? The rest of the day is taken up with procedural stuff. Professor Pauper showing me around the island personally. It was nice to get to know him a little bit. He's rather eccentric, but in a nice way. The thing that stands out most is my catalog. This technology is something else. I used it to scan some cats, but it can do so much more than that. The professor was most insistent that I keep it safe, which I intend to. Vielleicht ist auch der Catalog das, was uns catfight. Und dann wird's gestohlen. Ich werde es sicher aufbewahren. Weg ist es. Ja, manchmal klauen sie auch das Journal. Das ist richtig. As I'm settling into my tent, I make a discovery that really catches my attention. It's a notebook that was obviously written by my predecessor. Predecessor. They've left it under my bed, which is as good as an invitation to read it, as far as I'm concerned. I think it may be the first draft of a novel, and it's not bad either. They certainly have a vivid imagination. There are bizarre stories about talking cats and other island anomalies. They were obviously very inspired by the surroundings. I must say it's a great read. Imagine if it were true. Imagine! Imagine, bro! I laugh a little at my fantasy as I snuggle down for my first sleep on Cat Island. Ich finde witzig, wie Alter, der der erste... schnarcht. Ja, gut. Ich finde witzig, wie der erste total bescheuert war, also ein Kassierer. Der zweite ist so ein bisschen klüger, aber nicht ganz auf den richtigen Dampfer. Und jetzt werden wir immer mehr so zu einem, keine Ahnung, klügeren? Das ist jetzt aber auch schon der vierte. Aber, Ja. ich frage mich, ob das halt wirklich, also ob die Charaktere wirklich unterschiedliche, also die Bilder praktisch unterschiedliche Charakterzüge haben oder ob das einfach ist scheißegal, wen wir nehmen und der erste ist halt so, der zweite ist halt so. Ob es von der Reihenfolge abhängt oder ob es wirklich die Charaktere sind, die unterschiedlich sind. Sometime in the middle of the night, I'm woken by an intruder in my tent. Before my brain can catch up with what's going on, I've leaped from my bed shouting, "Who's there?" Very angry. Er liebt ab shouting. Heult mit mir in die Nacht hinein. Nice. I scramble around for a few seconds before I realize that the notebook has been taken. The next thing I know, I'm running through the forest, barefoot, chasing what looks like a cat. This is insane. A wave of nausea rises up in me and I realize that I've become perilously close to the danger zone. Remembering the warnings in the notebook, I try to turn back, but my legs give way under me.
I close my eyes tight as I hit the ground. Dass I wir das open my immer noch eyes. machen, Alter. Ja, sie haben halt noch kein Antidote gefunden, darum geht's ja. I open my Ja, eyes. aber wir haben ja die ganze Scheiße schon mit den anderen, ne? Durch. Ja, aber wir kommen ja immer weiter. Das wissen die Katzen ja auch. Es ist ja nicht so, dass der Progress verloren geht. Deswegen machen sie das ja immer weiter. Ja, gut, aber es ist voll beschissen. Sie wissen, wie scheiße es denen geht, wenn das passiert. Mal kurz, ich habe eine Watermark auf meiner Webcam. Das finde ich aber gar nicht gut. Bäh. Es geht ihnen ja nicht mal scheiße. Das ist es ja auch noch. Ja, am Anfang schon. Oh, jetzt ist die Watermark größtenteils versteckt. I open my eyes. A calico cat is standing in front of me. It drops the notebook from its mouth. Ja, wir haben ja gerade sogar schon gelesen, dass hier David Meowi hat ja sogar gesagt, ach, ja, das ist sogar das Beste, eine Katze zu sein. Ich könnte mir jetzt gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Ja, aber da ist er ja schon in der Scheiße. Also ich meine, er hatte noch nicht mal die Wahl, weil er da reingeschmissen worden ist von Katzen, weißt du? Ja gut. Entweder macht er das Beste draus oder er ist halt... Aber imagine jetzt einfach mal so, aus irgendeinem Grund würdest du denken, im Lotto zu gewinnen wäre das Schlimmste in deinem Leben, was dir passieren könnte. Und andere Leute versuchen dich so auf den Pfad zu bringen. Und du denkst dir so, nein, hör auf mit dem Scheiß, ich will das nicht, ich muss irgendwas tun, um das zu verhindern. Und du schaffst es aber nicht zu verhindern und dann gewinnst du im Lotto, hast ultra viel Geld und merkst dann, wie geil das ist. Würdest du trotzdem sagen, dass die anderen Leute dir dann was Schlechtes getan haben? Ja. Auch wenn du im Nachhinein einsehen würdest, wie toll das ist. Du fragst die falsche Person. Ich bin die nachtragendste Person, die du kennenlernen wirst. Ja, aber also. du würdest ja, das tun die anderen ja auch, du würdest ja im Nachhinein sehen, wenn es dann passiert ist, dass es eigentlich das Geilste ist, was dir jemals passiert ist. Würdest du im Nachhinein... Ich werde trotzdem nachtragend sein. So. Ja, scheiße, Bitches, habt mich dazu verführt, im Lotto zu gewinnen. Wie könnt ihr nur... Ja, ich würde dann voll auf den Trip, so auf den Trip gehen. Ja, wollt ihr jetzt Geld von mir oder was? Hä? Ihr habt mich in die Scheiße hier reingebracht, Alter. Das heißt nicht, dass ich euch irgendwas schuldig bin, ihr kleinen Bitches. Ich würde voll auf Defense gehen, Alter, und dann sagen so, nö, fickt euch. Also ich lasse mich zu nichts zwingen, tschüss. Ach nee. Ey, du müsstest voll wissen, wie ich drauf bin, so. I pass out, yes. I do too. From your commentary here. Ich will mega nachtragen, ey. Was soll ich sagen? Ach ja. Wen hattest du nochmal gesprochen? Du hattest Trixie, Snooty Booty und Kibbles, ne? Und den raschen Kater. Ja, genau. Und Fluffy Butt hatte ich ja übernommen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Stimme komme, Alter. Aber einfach so diese Joke. Just puked out a hairball. Ja, das machen Katzen. Yes, but I'm a naked kid. Oh fuck. That's fucking strange. That's so strange. I'm laying on the sand, surrounded by cats looking down at me. Oh Gott, das fängt mit Kibbles an. Yeah. Katos alive one. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimme war, Alter. Ich glaube, du hast den, also sehr russischer Akzent, aber ich glaube, du hast den nicht so tief gemacht. Ein bisschen höher. Ahnung. Ich weiß nicht. Sollen wir nochmal zurückgehen in die Videos und nachgucken? Nein! Ich komme gar nicht mehr auf diesen Akzent, Alter. Das ist mein Problem. Du kommst schon rein mit der Zeit. Ich muss erst mal wieder reinkommen, Alter. Move back, child. Yes, let them get a breath. Nee, oh Gott, ich bin auch nicht drin. Es ist schwer, wenn man es länger nicht gemacht hat. Irischer Akzent, yes, jetzt ist er Italiener.
sein. Ah, yeah. Let him get a breath. Although he won't be alive much longer. As my brain begins to defuzz, I realize that this is what I was reading about in the novel. Only it wasn't a novel at all. My stomach tightens to a knot. It was a journal. I focus my eyes and pick out the big marmalade cat. Marmalade. Kann man natürlich auch so kennen. Have I been bitten? Well, of course you've been bitten. How else would you be able to hear us? This one's an idiot. Don't be rude. The calico cat turns to me. You know about being bitten? You read the journal? Das ist komisch geschrieben für eine Frage, aber okay. You read the journal. Vergangenheit. Yeah. But the first part. Yeah. But okay. Ja, das ist doch auch. You know about being bitten? You read the journal? Ah, fuck. Ich bin hungrig, okay. Ausrede für alles. Most of it? Snickers. Enough to understand what's happening here, Kara. Enough to know you have a choice to make. I look from the cats to my scratched and bitten arms and back again. Wir gehen erstmal mit Help the Kitties, weil ich habe das Gefühl, Do Not Help the Kitties versaut wieder das Ganze und dann darf ich nochmal alles von vorne spielen, also. Ja. Im nächsten Playthrough können wir ja beim ersten direkt ein Dot Help the Kitties machen. Wenn wir überhaupt noch ein Playthrough machen, aber ich wäre dafür. Weil ich möchte alle Enden sehen. Und dann mal gucken, was es überhaupt verkackt. Ich möchte so richtig unfreundlich und scheiße zu denen sein. Einfach nur, weil sie es verdient, okay? Die haben es einfach so verdient, ja? Ich meine, Do Not Help the Kitties kann ein sehr schneller Playthrough sein, wenn das halt einfach das komplett direkt beendet. Dann sind wir einfach erster Charakter, nö, ich helfe euch nicht. Zweiter, nö, ich helfe euch nicht. Dritter, nö. Nö. Ey, das wäre voll geil. Nice. Enough to know there is no choice. We have to help each other. Bravo, Kara. So let's cut to the chase. We've already done the chase bit. Hush now. What do you need to know, human? I'm still a bit dazed and in shock. Everything really. At that moment, my catalog starts beeping. It's telling me I have 50 minutes to get back to the camp and start my first day at work. I have to go. Let me get myself together and we can catch up later. Weißt du, was mir auch gerade auffällt? Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht mit den Dates zusammenhängt. Das könnte sogar sein. Sowohl beim zweiten und auch beim dritten Charakter war ja die zusätzliche Katze da. Jetzt nicht. Weißt du? Zumindest für einen kurzen Moment waren die da. Also Changas war bei Rosemary da als Katze und Rosemary bei David Meowi. Ja. I have a feeling you're going to do very well, Kara. The best one yet. Das sagen die bei jedem. Mhm. I'm just about to enter the lab to begin my legitimate work when the catalog beeps. It's a message without any contact information. Schon wieder. Und glitch out. What? I don't even... No, I've had just about enough mystery as a person could handle for one day. If you want to be anonymous, I shall take it you also don't mind being ignored. The professor's already working when I arrive, but I'm not late, so there's no fuss. I get through the day as efficiently as possible and head back to my tent as soon as my work is done. I want to get to grips with finding out all I can.
Wen willst du eigentlich Romance? Ja, wir gucken, wen wir jetzt überhaupt zur Verfügung haben. Es gibt ja nur noch. Es gibt Fluffy Butt und Kibbles. Ja, und die Mysterious wird wahrscheinlich ganz am Ende erst verfügbar sein. Ja. Und da wir schon Fluffy Butt zweimal enttäuscht haben, würde ich sagen, wir nehmen jetzt Fluffy Butt. Okay. Oh, wie happy er da aussieht. Oh. Endlich! Endlich! Mit seinen Stoner-Augen. Ja, wir waren ja gestern in Holland, ne? So. Und Nico war da natürlich in seinen Shops. Und es ist auch lustig, was es da alles sonst noch so gibt. Es gibt halt so ein Raumspray, das, also so ein, eigentlich wie so ein Daisy-Spray, was halt den Geruch neutralisieren soll. Es gibt Augentropfen gegen die roten Augen davon. Und so ein Scheiß alles. Nein. Ich bin aber für das Spray-Ding. Wenn er unbedingt in meiner Gegenwart kiffen will. Nico hat auch letztens, als wir auf einem Konzert waren, das ganze Zeug also weil da ja die Taschen kontrolliert werden, das ganze Zeug bei mir im Auto gelassen. Und danach hat das ganze Auto danach gerochen, ey. Oh, furchtbar. Wenn das Zeug nicht so stinken würde, wäre es mir ja scheißegal, also, weißt du? Also mich stört der Geruch nicht. Ich finde es eigentlich relativ angenehm. Und es gibt ja auch... Nee. Die Sache ist, das ist halt... Ich bin etwas empfindlicher, was Gerüche angeht, ne? So. Also, was nicht meine Gerüche angeht, sag ich was. Und die ich mich nicht gewöhnt habe, so, weißt du? So. Und ich hasse das. Meine Nachbarn unten, die kiffen ja auch. Und die ganze Scheiße kommt nach oben. Und jetzt stell dir vor, du hast so 30 Grad gehabt am Tag. Abend willst du einfach nur Belüftung. Also willst du einfach nur Fenster aufmachen, ne? Machst du komplett auf. Und dann kommt diese ganze Scheiße hoch. Und du denkst nur so, geil, will ich jetzt ersticken oder in meiner Schwitze baden, so, weißt du? Was ist das? Also wenn genug reinkommt, dann wird's nach einer Zeit sehr entspannt. Nee, das stinkt, das macht ja nichts, Mann. Das stinkt einfach nur. Ach. Was ist das hier für ein scheiß Ding? Jetzt bitte weg diese Nachricht hier unten, so. I'm not sure what to expect. I've come to the forest with Fluffy Butt for what I assumed would be a pleasant way to spend my afternoon off work. But I have now discovered that he's billing it as an informative afternoon of instruction and practical participation. Was ist er, ein Lehrer oder? Er ist ein Boomer, Alter. Was ist er? Es klingt so ein bisschen wie so ein etwas sehr motivierter, alteingesessener Lehrer. Der dann so sagt, ja, ich geh jetzt mal mit den Kindern raus. Dann erleben die hier mal was. Wir machen hier Unterricht mal ein bisschen anders. Alles klar. That sounds suspiciously like a lecture to me. Oh well, as Professor Popper would say, a scientist must keep an open mind. This is something I would normally do alone, but you strike me as a like-minded soul, interested in both gastronomic and anatomic pleasures. Perhaps now would be a good time to lay down on the blanket I ask you to bring. We don't want to put that tender skin of yours under duress. I lay the blanket on the ground awkwardly and wonder where he's going with this. Relax, Catrick. This doesn't usually take very long. What? So bezüglich dem Thema Katzendaten und so. Ich habe heute auch eine Meldung mitbekommen. Monkeypox, ne? Ja. Es wurde jetzt anscheinend gesagt, dass Monkeypox eine STD sind. Was halt vorher schon halt stark vermutet worden ist, weil Monkeypox sich ja größtenteils nur
Also es hieß ja vorher, die würden halt nur von Skin-to-Skin-Contact übertragen werden, aber sie haben sich halt größtenteils unter der homosexuellen Bevölkerung halt ausgebreitet und vor allen Dingen bei den Homosexuellen, die halt Geschlechtsverkehr miteinander haben. Deswegen war die Vermutung schon stark, aber jetzt haben es Untersuchungen halt endgültig bewiesen, dass es halt... Also, die keine Kondome benutzen, ne? Ja, es halt über Geschlechtsverkehr übertragbar ist in erster Linie und vor allen Dingen auch bei homosexuellen Männern. Ja. Interessanterweise ist vor ein paar Monaten gab es halt einen Fall, wo ein schwules Pärchen ihren Hund zum Tierarzt geschleppt haben, weil der sich halt auch mit Monkeypox infiziert hatte. Nein, sag das nicht. Und die Sag haben's... jetzt nicht, was ich glaube, was du sagen wirst, Alter. Die haben damals halt gesagt, ja, das muss wohl daher kommen, weil der Hund schläft halt häufiger mal bei uns mit im Bett. Da jetzt aber bewiesen ist, dass sich das nicht über Hautkontakt überträgt, ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen, ne? Nein, warum? Bestiality, nein. Ja. Ich hasse Leute, die so. Warum? So. Ach, das ist Tierquälerei, Mann. Da können die Tiere doch nichts für, Mann. Tschüss. So in Bezug jetzt auf Katzendaten und so, ne? Relax, Catrick. This doesn't usually take very long. That's what he said to the dog. Furchtbar. Suddenly, without warning, there's a loud plop as a bird plummets out of the sky onto the blanket. Ja. Das könnte man jetzt auch ein bisschen metaphorisch betrachten. Ein Bird, weißt du? Plop. Ja. Told you so. Oh my, it's dead. It's a doornail. What happened to it? Just the force field, of course. No, enough foolish questions, Catrick. Let's get started, shall we? Just like the lecturers from my uni. What exactly are we doing here, Fluffy Butt? Ey, das bedeutet ja, dass sie niemals jagen müssen, weil die Viecher einfach tot vom Himmel fallen. So. Die brauchen ja auch niemals jagen, weil, also die wilden Katzen, ja, aber die brauchen ja sowieso niemals jagen, weil die Essen bekommen. Ja. I told you, don't use that ridiculous name. I prefer Major, if you please. The Major. What exactly are we doing here, Major? This is my little surprise. I'm a bird fancier. Bird eater. Oh, and you fancy your birds dead? He's a kid! Quite! All the better to practice my other pursuit. I know I'm going to regret asking this, but what pursuit would that be, Major? Ausstopfen, Digga. I'm a self-taught pathologist. You mean, I knew it. as in post-mortem? Somewhat rudimentary, don't you know, but I can now find my way around the innards of the average seagull with remarkable dexterity. Yes, well, whatever floats your boat. I'm interested in crossword puzzles myself. Not everyone's cup of tea, but it occupies a wet afternoon. Er ist in Crossword Puzzles. Er würde sich sowas von gut mit Zane verstehen. Zane? Der Typ vom Steg, der macht doch auch immer Crossword Puzzles. Ach so! Ja, gut. Okay, back to the task at hand, Catrick. I shall now begin the autopsy. Keep your wits about you. There will be questions at the end. Aha, I knew this was a lecture. Ja, okay. Nett. Stell dir vor, du triffst einen Menschen. So, weißt du? Stell dir vor, du gehst auf ein Date mit einem Menschen und der geht mit dir in den Wald so, köpft erstmal einen Vogel, macht die Innereien und so, bla bla. Geiles Date. Und dann gibt er dir einfach erstmal so eine Lesson, Alter. Weißt du? Würdest du da bleiben fürs zweite Date?
Oder würdest du die Polizei rufen? Klingt eigentlich wie ein typisches Date mit dir, also. Ich öffne keine Innereien von Vögeln. Ich würde Nee, höchstens Menschen. beobachten. Also ich würde sie beobachten, aber ich würde sie nicht öffnen. Also ehrlich. Und das ist auch nicht beim ersten Date, ja. Man muss sich da so ein bisschen herantasten. Also so dumm bin ich auch. Das ist Third Base, ne? Nee, also ich muss erstmal schon mal wissen, wo die Leute wohnen. Weißt du? Nachdem. Für gegebenenfalls Revenge, falls sie die Polizei rufen. Seite zeigen. Ich weiß, wo du wohnst. Ich komm zu dir nach Hause, ey. Ich weiß, wo deine Wohnung wohnt, ja? Fluffy Butt pinks out. Fluffy Butt pinks out a razor sharp claw and begins going to town on the bird. Tschüss. What the fuck? Oh mein Gott, wir sehen das! What the fuck? Ich hätte nie gedacht, dass in dem Game echte tote Vögel. Es ist so deep geworden. Das Game ist gerade so deep und bizarr geworden, Alter. What the fuck? Du weißt nicht, ob der Vogel tot ist. Vielleicht ist er auch noch lebendig. Ganz bestimmt. Da ist ein X an den Augen. Siehst du das nicht? Der stellt sich nur tot. Zeichen für tot. Kennst du nicht dieses typische Verhalten von Tieren? Die stellen sich tot, damit der Predator aufgibt. Klar, und die lassen auch ihre Innereien und den Kopf abpacken. Das wächst nach, das wächst nach. Ja, klar. Das ist wie bei Echsen, wenn der Schwanz abfällt, das ist alles nur Decoy. Das wächst nach. Ja, klar, Alter. Sicher. Incision from sternum to base. Alter. On the first examination, the skeleton appears to be typical. I note there's no break in the neck, indicating that the force field rather than the fall killed the bird. Digga, da ist kein Neck mehr. Da ist kein Nacken mehr. Das Bild zeigt ganz eindeutig, dass da kein Nacken mehr ist. Das heißt aber auch, dass da kein Break ist, wenn da kein Nacken mehr ist. Das ist richtig. Ich stell mir das gerade so vor. Der Vogel fliegt so gegen das Force Field und wir hören dann nur so plump. Zuerst fällt der Körper runter und dann landet daneben der Kopf. Und dann so, war eindeutig das Force Field. Das war nicht der Fall, der es getötet hat. Nach genauer Analyse konnte ich feststellen, es war das Force Field. Ja, halt sowas von. Alter. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Color, Digga? I feel rather queasy. Oh, really? Vor Yes. allem, da war ja mal ein Mensch, ne? Also wir gehen ja davon aus, dass Wir die alle mal vermuten, Menschen waren. Ja, so. Digga. Vor allem, warum? Ich dachte vor allem, wir haben doch die Decke eigentlich mitgebracht, um uns da drauf zu setzen. Warum liegt jetzt dieser tote Vogel da drauf rum? Und wie auf der Wiese. Und der blutet alles voll. Wie sollen wir das denn erklären? Weißt du, wir bringen die Decke wieder zurück, einfach alles voller Blut da drauf. Ja, Von Innereien und so, und Federn. Und Catrick, was hast du gemacht? Ja. Ich hatte mein Mittagessen draußen so im Wald. Weißt du? Was ist das, ey? Was ist das? Und warum ist in diesem Spiel... Also ich weiß, hier geht's um Dating, so... Und theoretisch ficken wir Katzen, so, weißt du? So, das ist eigentlich so der Hintergedanke bei dem Game. Dass es unser Ziel ist, so, weißt du? Aber warum sehen wir einen toten Vogel und die Innereien von dem? Was ist das? Ich meine, es gibt manche Leute, die stehen drauf. Vielleicht war der Vogel ja auch mal ein Mensch. Das ist noch krasser, Alter. Das ist noch viel krasser dann, Alter. Oh Mann. Okay. Yes.
Point of interest. Sometimes the initial zap the bird receives from flying into the force field merely stuns them, and it is the impact of the fall which provides the fatal blow. This chap, however, appears to have suffered cardiac arrest. You can see from the size or lack, therefore, of the heart that even a minor jolt could be enough to induce a seizure. Having removed the tiny organ, Major has now begun. Das spricht er gar nicht mehr. Having removed the tiny organ, Major now has begun digging around inside the carcass as through rummaging in a lucky dip. And eating half of it. Now removing entrails for further examination. Dabei isst er so. Further examination. Oh, you get a better look, Catrick. It's rather revealing. I can see something in the stomach sac. Yeah, it's open. Stomach sac? It looks like... Because it's open. Oh my, it's gold, our lucky day, Catrick. Here, have a look. It's some kind of nugget. Ein chicken nugget? What the fuck? No, thank you, Major. I'm not in the mood for playing with the contents of the seagull's stomach. Don't be ridiculous. This is not a game, Catrick. May I remind you that we are in the middle of a very serious post-mortem, and I expect you as my assistant to maintain professionalism? We didn't sign up for this, bro. Vor allem fehlt da nicht eigentlich ein Wort, weil Post-Mortem heißt einfach nur nach dem Tod. Ja. Aber okay. Ja, das ist was. My, Ich habe ja auch schon gewundert, aber... my stomach is doing flips as I hold the object between thumb and forefinger. What is this thing? It's so small, it kinda looks like... cripes. It's a tooth, Major. It's a gold tooth. Oh, good find. You're a natural. What the fuck? I can't help but wonder why a seagull would have a gold tooth in its stomach, ja. Ja, okay, der Seagull hat auch einen Menschen gefressen. Also, okay, die Kette ergibt Sinn. Seagull frisst Mensch. Selbst wenn die Menschen fressen, die fressen doch dann nicht die Zähne. Vögel sind ja nicht so dumm und schlingen einfach, die picken sich das ja raus. Warum hat sie einen Goldtooth da drin? Also erstens, wo hat sie den her? Zweitens, warum hat sie den gefressen? Keine Ahnung. Ja, ich dachte, ich hätte noch ein drittens, aber habe ich nicht. Was ist das für eine Storyline? Presumably, Major, this is from the mouth of a human. I think you're probably right. Alter, der sieht voll creepy aus. Von wo soll denn sonst ein goldener Zahn? Alter, Katzen haben keine goldenen Zähne, was ist das? Guck dir das Bild von Fluffybud unten links an, ey. Ja, ich habe gesehen, dass er keine Augen hat. Seine Stoner-Augen sind nach hinten gerollert in seinen Kopf rein. So how did it get in the seagull? What an inquiring mind. You would make an excellent apprentice. If you like, I could pass on to you the skills I have acquired. That would be a feather in your cap, eh? I resign myself to the fact that he's not going to be drawn into speculation. Okay, well, I'll bear that in mind, Major. I don't have the heart to tell him that I came top of my class at veterinary surgery. Wie, wenn du... Das würde ihn Junge, nicht jucken, Digga. Der hat gerade fast gekotzt, als er die Sachen da untersucht hat. Wie ist der denn on top auf... Na, egal. Vielleicht ist es, weißt du, so... Ja. I don't know. Keine Ahnung. And now to the victor, the spoils. Don't be shy, I've already carved. Oh gosh, do you mean? Of course, tuck in. We won't stand on ceremony here. It's a good one to be plenty of fat. I have to think fast. Do I really want to eat a raw seagull carved up by a cat on the forest floor? No! Tuck in.
Wir gehen voll rein. I Wir werden suppose so it... eine Lebensmittelvergiftung haben, Digga. I suppose it would be frightfully rude to refuse now, seeing as he's gone to all the trouble of carving. Oh, Aha. silly me. I already had lunch before we came out, but it looks so delicious that I simply must try a bit, a tiny bit, a morsel. Very well, Catrick. Then I shall leave you the tastiest part of all, the liver. Ah, shut the fuck up. Ist, denke ich, aber auch mal der beste Part, den man roh essen kann, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, aber ich Also- hasse Leber von allem, Alter. Ich hasse den Scheiß. Du kannst Schmeckt eigentlich, wenn du irgendwas schon roh isst, die meisten Organe kannst du roh essen. Vogelfleisch roh zu essen ist ja sowieso immer... Gefährlich? Ja, aber Organe gehen ja eigentlich. Und ich glaube, die Leber ist noch mit das, was du wirklich am besten roh essen kannst. Aber naja, Ja, schmecken tut es trotzdem. nee. Ich würde lieber das Herz nehmen. Alle. Ich weiß nur echt nicht, wie das bei Vogelorganen aussieht, ob die nicht vielleicht auch nicht roh verzehrbar sind. Keine Ahnung. The cat deftly tears an organ out of the carcass and presents it to me on a flat paw. Auf der anderen Seite, wir kriegen ja sowieso diese ganzen Katzeneigenschaften, von daher wird das uns wahrscheinlich sowieso nicht so viel schaden. Very Ja, fatty. später. Ja gut, wir können ja schon mit den Katzen reden. Würde ich sagen. Ja, wir werden ja sehen, ob es uns was Schlechtes tut. Oh, Klar, wow. Lebensmittelvergiftung. That's too much, Major. I mean, too generous. As tempted as I am, I simply couldn't. Nonsense, Catrick. I insist. I would feel a very poor host indeed if my guest refused my hospitality. Okay, Catrick, you can do this. Think of it as liver and onions, the way Mom makes it. Okay, breathe. Don't think about it. Just take it and swallow it whole, like an iron pill. I'm really going to enjoy this seagull liver. I snatch it out of the cat's paw and it's in my mouth before my brain can catch up. Oh no. It's in my throat. It's lodged in my throat. I can't swallow it. How do I? So tasty! Really delicious. Gleich spucken wir ihm das so ins Gesicht. Ich finde noch besser als Ziegelliver fressen, einfach haarige Ziegelliver, weil das auf der Katzenpaw von dem... Also ich habe ja nichts gegen Katzen, ne? Aber Katzenhaare sind überall, Digga. Und am Essen will ich die echt nicht haben. Und das ist auch noch Fluffy Butt. Ja. Cricky, that was a close call. I catch the organ in my clenched fist and simultaneously give Fluffy Butt thumbs up. Jo. Nice. Exquisite. My compliments to the cat. Quite so. Next time make sure you have an empty stomach unlike this chap, eh? Fluffy Butt holds up the gold tooth and laughs. I try to force a laugh, but I'm suddenly overwhelmed with nausea. Ja, Digga. I've had a truly lovely time here, Major, but I'm afraid I must go now. Aber ich muss sagen, seine Reaktion jetzt so da drauf ist, glaube ich, viel auch mental. Also wenn er jetzt nicht so angewidert davon gewesen wäre. Ja. Aber man möge ja meinen, dass es jetzt so richtig ungesund war, das zu essen und so bla, aber das war jetzt erstmal nur eine mentale Reaktion da drauf. Ja, klar, aber wenn ich später auf dem Pott sitze und kacken. Ich meine, er hat es ja nicht runtergeschluckt, ne? Das war jetzt nur in seinem Mund, sag ich mal so. Jo. Wir stecken ja vieles so in unserem Mund, was nicht so gesund ist. Also. Er wird schon nicht sterben. Ja, I don't know. I've had a truly lovely time here, Major, but I'm afraid I must go now. So soon? I have to puke. Sadly so.
Work goals. Well, I suppose that can't be helped. But let's do this again soon, eh? Yes, of course, soon. I can hardly wait. As I run home, feeling the slimy, sticky mess clinging to my hand, I curse myself for not bringing my antiseptic gel. Wofür? Was soll das denn helfen? Wasch doch einfach deine Hände. Next time I will be prepared. Ach, du willst nächstes Mal nochmal die Scheiße. Nächstes Mal bringe ich mein Pfefferspray und sprühe Fluffy-Butt damit in die Augen. Damit er meine Leber nicht fressen kann. Reckon 8. I've got to focus on finding an antidote. It's time to run some tests on myself and get things moving faster. I'm running out of time. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber okay, auf geht's. Schwein. Schlimmer als Ziegel-Liver fressen kann ja nicht. Vielleicht wäre das ja auch die Heilung gewesen, weil... Stell dir vor. Sagt Fluffy, also sagt er nicht immer, er weiß, wie man das cured? War er nicht derjenige, der immer gesagt hat, ich weiß das schon, ich sag's euch nur nicht, so ungefähr? Ja. Imagine. Seagull Liver, das ist es. I've been devoting all the time I can spare to working on an antidote for this catification process. Although it's not an entire failure, progress is slow and I'm concerned that I may be running out of time. It's time I did... ja, gut. It's time I did some more tests on myself to record how the virus is progressing in me and what effects it's having on my body. That should give me some idea of how much time I have left, before it becomes too difficult to hide the problem from other people. Ja, aber... Ich verstehe das... Bei solchen dringlichen Sachen verstehe ich nicht, warum musst du überhaupt wissen, wie viel Zeit du noch hast. Ist doch scheißegal, du weißt, Zeit ist knapp. Ob du jetzt einen Tag, eine Woche oder noch einen Monat hast, ist scheißegal. Steck alles rein, es möglichst schnell fertig zu kriegen. Tests zu machen, um zu gucken, wie lange du noch Zeit hast, ist eigentlich total irrelevant. Aber egal. Oh, ich kann es ja noch ein bisschen aufschieben, wenn ich 2 Wochen habe. Yes. Kann ich heute vielleicht noch ein bisschen Animal Crossing zocken oder muss ich doch an dem scheiß Ding arbeiten? Ich sollte ein paar Tests durchführen. Animal kann es ja immer sein, so danach, weißt du? Muss ein bisschen Prioritäten setzen. I'm sneaking around in the middle of the night because I can't risk getting found out by Professor Pauper or the Marigolds. Die wir jetzt zwar noch nie vorher aus, ich glaube, in einem Playthrough gesehen haben, aber okay. The only person likely to check up on what I'm doing at this hour is Zane, the security guard. And I'm confident he won't have a clue what any of this stuff means. Yep. I start by taking my own blood. Never an easy thing, but trying to find a vein when you are also trying not to look is very tricky indeed. Hä? Hä? Hat der was? Hat er nicht gelabert, dass er voll... Veterinary surgery. Veterinary surgery. Ja, aber muss man doch auch Blut sehen und... Was? Ich würde sagen... Ich weiß, was sein Ding ist. Ich weiß jetzt, was sein Ding ist. Er ist zwar gut in dem, was er tut, aber er hat halt das Problem, dass er halt Blut nicht sehen kann, so, weißt du? Das ist sein Problem. Deswegen ist er kein richtiger Arzt geworden, sondern Veterinary. I don't know. Ja, nein, er ist ja auch kein Veterinarian-Arzt geworden. Er hat ja nur gesagt, dass er an seiner Universität in der Top, also Top of seiner Class da war. Aber ich verstehe auch nicht, wie man das erreichen kann. Vor allem an einer Universität, wo du auch schon wirklich Sachen aufschnibbelst, meinst du? Ja, wie heißt das Fachwort? Das liegt mir gerade auf der Zunge. Sezieren muss und so. Ja. Das, da kannst du das nicht machen und du siehst ja fast nur Blut. An der Universität ist das richtig krass. Da fängst du schon, ich glaube, in der Medizin fängst du, glaube ich, schon ab dem 3. Semester an, Menschen aufzuschneiden. Muss ich dir mal vorstellen, im 3. Semester. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn du eine Schwierigkeit hast, Blut zu sehen. Ne? Mhm.
dann kannst du doch nicht dein ganzes Leben lang so diese Sache, wo du schwierig... Also man kann es vielleicht, weißt du, mildern, so, weißt du? Mit Training. Ja. Aber es ist doch so eine Schockreaktion von deinem Körper auf was auch immer, so. Kannst doch nicht einfach so, ach ja, ich fühle mich jetzt total lightheaded und richtig schwindelig, aber scheiß drauf, ich werde... Ich finde das vor allen Dingen auch schwierig, wenn du halt sagst, also man könnte ja damit argumentieren, wenn er zum Beispiel sagt, ja, es macht mir aber Spaß. Aber kann es einem wirklich Spaß machen, wenn dir mal schlecht davon wird? Ich finde das einfach merkwürdig. Du bist gerade irgendwie ultra leise geworden. Kann das echt? Bist du vielleicht irgendwie an dein Headset oder so gekommen, an das Kabel? Jetzt war es ein bisschen abgehackt, aber wieder normal laut. Okay. Und jetzt bist du ultra leise. Meine Fresse! Ah! Dann mach mich lauter. Keine Ahnung. Ja, aber ich habe halt Angst, dass du gleich wieder laut wirst und dann schreist du mir voll ins Ohr. Da musst du immer von ausgehen. Du bist mit mir befreundet, Alter. Das ist immer so ein Risiko. So. Das Risiko bleibt. So wie das Risiko, dass der Typ Blut sehen muss. Meine Fresse. I start, also, it's very tricky indeed. It takes several missed steps before I get it right. And I take as much as I dare without making my seal. Ich höre, so, sein ganzer Arm ist einfach so durchlöchert von dieser scheiß Nadel. Überall ist Blut. Weil es blutet ja auch, wenn du keine Vene triffst. Ja, das ist richtig. Wenn du eine Vene triffst, blut's einfach mehr. Alter, naja gut. Vielleicht ist aber auch so ein Fall wie ich, dass man einfach nur sein eigenes Blut nicht sehen kann. Weißt du? Er ist auch selbst bei der Seagull ist ihm schlecht geworden. Alles auch richtig. Wir nehmen es einfach mal hin. I take saliva... Was? Saliva swaps? Saliva. Achso, ja. Saliva swaps from the inside of my mouth, inside my nostrils, in my ears, and finally from... Achso, ja. From my groin area. Das war jetzt so ein komischer Wechsel vom Blut entnehmen und dann auf einmal nimmt er die anderen Proben, aber okay. Er testet für Covid. I seal each swab in its tube and label them 007. Corny, I know, but it makes me smile. Okay. My name is... Ich weiß gar nicht, was ist sein Nachname, wenn Catrick sein Vorname ist. Nein, Cat ist sein Vorname und Rick ist sein Nachname. My name is Pond. Catrick Pond. Oh mein Gott. Keine Ahnung. I'm also pretty certain no one will pay much attention to the numbers. Everything is numbered around here. So you tend to go blind to any numbers that isn't the particular one you're looking for. Next, I tweeze out individual hairs from my head. Eyebrows, arms, legs and groin. Each hair is prepared and placed onto a microscope slide. Die Sache ist, aber selbst wenn man, das ist doch bestimmt auch noch irgendwas anderes als 007 nummeriert. Und wenn jetzt irgendwer diese Nummer braucht, was dann? Ja, es sind seine Groinhaare halt, ne? Ja, eben, so what the fuck. Immer seine Pubic-Haare, Alter. Was ist los? Finally, I take clippings from my finger and toenails. Some I prepare onto slides, some I put into test tubes for testing reactivity to various agents. I'm quite sleepy by the time I've prepared all my specimens, and I'm starting to think maybe I should freeze this lot and call it a night. When I hear something moving around outside, I go and poke my head out, but it's too dark to see anything. Hello? Nothing. Is somebody there? Do you want something? This place can be very creepy sometimes. The little diversion... Ja gut. The little diversion has made me feel much more alert, and with my second wind I decided to press on with my testing.
I work steadily for the next hour and a half before I can draw any conclusions. The short-term test results indicate that not much has changed from the last time I did this. Clearly, I am not progressing very fast, which is a big relief. However, I can see some marked changes from before. Mostly these are based on the rate of cell growth and movement within the nail clippings and hair samples. Everything is growing more quickly. I'm a little disappointed not to have seen anything more informative, but I remind myself to be careful what I wish for. I place the long-term tests at the back of the specimen fridge and will check up on them in 24 hours. There's not much else I can do now. I clear away all the equipment I have used and leave the place in exactly the condition I found it in. Even Mrs. Marigold wouldn't suspect I'd been here. I'm just heading to my tent when I hear a noise coming from behind me, from inside the lab. I walk back and call from outside. Who's in there? Silence. I kill you! I, have security with me? Wer hätte so ein Fragezeichen sagen müssen? I hear how ridiculous this sounds and curse myself for being idiotic. I walk into the lab, put the main light on, and am stunned to see the tests I put in the fridge out on the lab table. I have no idea what to do, so I just put them back in the fridge, but this time I use the padlock on the fridge door. Nobody ever bothers with it. I've often wondered why it's even there. I don't want someone getting at my blood samples. Ist da... Ja, aber sind da nicht noch mehr Samples im Fridge? Wird der für nichts anderes gebraucht? Steht der einfach leer? Wenn du den jetzt einfach lockst, ist das doch so, what the fuck? Alle denken so, hä, was ist das für ein Scheiß? Der Doktor kommt früh morgens rein, so, und eigentlich jetzt gerade, was? My job? Hallo? I'm too freaked out to think straight now. I need to get to bed. I turn towards my tent, and there is a huge dark outline of a man in my path. It's Zane. Evening. Evening. Working? Yep. Doing security? Yep. Good night then. Good night. Ah, ich find's schön, wie die einfach harmonieren, ey. And as he turns to walk away, I catch him say, almost in a whisper. There's a monthly stock take of the fridge tomorrow morning. I turn to ask what he means, but he's already gone. I realize I'm being given a helping hand, so I go back to the fridge and get my samples. I take them to my tent and see if I can't grab some ice from the mess kitchen on the way. From the mess kitchen? Suspicious! Reckon 9 unlocked. Weil das heißt ja, dass er im Tent war. Und die Scheiße aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ja, nicht unbedingt. Ja, aber er hat uns ja so einen Geheimtipp gegeben. Ja, er hat uns jetzt auf jeden Fall geholfen, was auch schon komisch ist und ein bisschen out of character für ihn, finde ich, aber... Aber wir mögen beide Kreuzworträtsel. Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht, deswegen gibt er uns wahrscheinlich den Tipp, weil... Weil wir einfach am ruhigsten sind und am weniger nervigsten wahrscheinlich. Von all denen, die da waren. So, was haben wir denn hier? Tagging and Scanning. Trial Results. It's time to check on Muffin. I hope she's okay after those tests. Hatten wir das? Du weißt doch gar nichts davon, weil der vorherige Typ die Tests gemacht hat. Aber okay. Nein, wir sind ein und dieselbe Person. Boah, imagine that plot twist. Seems like the professor is adding DIY to my list of duties. I've been asked to help the caretakers today. Was machen wir? 2, 8 oder 11? Keine Ahnung. Ich muss pinkeln. 1, 2 oder 3. Dann werfe ich einen Würfel. Okay, es ist Research 11. Dann machen wir wohl ein bisschen DIY.
Aber warten wir mal noch kurz. Ja, ein bisschen meine Webcam fixen in Sachen Zoom. So, Kamerasteuerung. Ja, ranzoomen. Weg. Willkommen zurück. Okay, dann machen wir das Ganze halt. Was hast du ausgesucht? Das DIY. Ah, okay. Warte mal kurz, ich versuche gerade noch meine Webcam so ein bisschen umzustellen. Aha. Okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir Filter. Filter bearbeiten. Zufügen. Dann machen wir einfach überall 20 Pixel. Ja. Mehr. Ja. 150, 105. Obwohl von unten machen wir 100 und so. Größer zieh. Springen. So, dann ist jetzt nämlich auch der Dings komplett weg. Ein bisschen tiefer. So ist doch besser. Das Watermark komplett weg. So, back to the game. Also wir haben das DIY gemacht, wo wir den Leuten helfen sollen. I'm writing my journal. I'm developed a habit of getting up early and writing for 30 minutes each morning before I begin my day. I'm often so tired at the end of the day that I just want to fall in bed and my journal gets neglected. Also, I like the way it grounds me before the strange island sucks me into the adventure of a new day. This morning, my concentration is being broken by a very odd noise, and I suddenly realize it's the sound of someone trying to knock on my tent flap. What the fuck? Ich meine, was macht man eigentlich bei so einem Zelt? Aber man klopft da ja nicht dran. Gibt doch bestimmt. Dran. Es gibt doch bestimmt auch irgendwie so eine Universal. Also ich würde dran kratzen, keine Ahnung. Ja. Ich würde die ganze Zeit irgendwelche rhythmischen Geräusche dran kratzen, so. Hilft aber vielleicht nicht unbedingt, dass der Inhaber des Zeltes aufwacht. Aber gut. Hello? Also das wäre nervig. Mr. Marigold. Oh, der ist doch keine Katze. What the fuck? So sieht der aus. Können wir bitte ein In-Game-Dings von ihm haben?
Ich möchte Oh. vergleichen, wie krass es auseinandergeht. Excuse me, sorry to interrupt. I recognize the voice as belonging to Mr. Marigold, the island's caretaker. Oh, good morning, Mr. Marigold. Er existiert doch. I spring up to greet him. Can I help you? I would Raw. invite you in, but... I indicate the Yes. chaos of my tiny tent. Barely room to swing a cat, I know. I laugh at his joke, but notice his deadpan expression and realize he's serious. I quickly move on, stepping outside. Is there something I can help you with? I hope so. And that would be? Mrs. Marigold has taken to her bed, proper sick. She is... So the boss said I should ask you to fill in for her today, if that's alright. I know the professor well enough by now to understand that I don't actually have a choice. I am filling in for Mrs. Marigold today, whether it's alright with me or not. Actually, I'm quite intrigued. Great! I mean, I'm sorry to hear your wife's poorly. Nothing serious, I hope. But I am happy to spend some time with you, Mr. Marigold. Well, best to make an early start then. You get your shoes on, and I'll meet you at the jetty. And before I can say another word, he disappears off towards the water. I quickly put my journal back in its hidey hole and grab my backpack with the field kit in it, before stuffing my feet into my trainers. He's like Wha- a ghost. When I arrive at the jetty, I can see that Mr. Marigold has already started work mending the wooden rail where a couple of the posts were damaged in a recent storm. How can I help? Just pass me those pins as I go along. Need to reinforce this and then recode it with preservative. I'm a bit disappointed. Just so you know, I can use a hammer too if you have a spare. We could get this mended much quicker with the two of us working on it. There's no rush. Oh, no, I suppose not. You're here with me for the whole day anyway. Oh, didn't mean that. Actually, I'm pleased for the opportunity to break out a bit. Try something different. Bored of this place already? He squints sideways at me. Boah, Alter, ey. Das ist halt auch so ein Ding, es ist scheißegal, was du sagst, es ist einfach falsch. Jo. No, not at all. There's so much going on here. I haven't even begun to uncover half of what this island has to offer, I'm sure. I just meant it's nice to have the chance to get to know someone new. Company is in short supply here. Human company. Ha 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 ha. He mumbles it half under his breath, so I'm not certain he even said it. I beg your pardon? You seem to be getting on with the cats though, eh? Oh yes, I'm spoiled for choice with feline friends. Be careful with that. I stop and look at him. He holds my gaze. What do you mean? Be careful with those pins. You're going to have them over the edge in a minute. Ja, ja, genau, das ist genau, ja, guter Save, alter Mann. I look down and see that, in not paying attention, I've kicked the box perilously close to the edge of the jetty. Closer to the edge than you thought? Wink, wink. I get the feeling we are not just talking about the box of nails. Yes, I wasn't paying attention. Looking in the wrong direction. That's when we miss the things right under our nose that could cause problems. Mr. Marigold. We've stopped what we were doing and are standing up now, looking directly into each other's eyes. Do you know something I ought to know? Such as? Well, obviously I don't know. I know you're quite an inquisitive little blighter. Have you been watching me, Mr. Marigold? Keeping an eye might be a more accurate way of putting it. Well, thank you, I think. You're welcome. But I wouldn't be so quick to trust people if I were you. You don't know me or my intentions. And suddenly he lets out a roar of laughter and gets back to work. Hint, hint, der Professor ist vielleicht nicht so nett wie er scheint. Wink, wink. I have a feeling you're one of the good guys, Mr. Marigold. Call me Mason. Mason Marigold.
I hand him pins and we say no more, but as I go over our conversation in my head, I realize I've heard those words before, or some very like them. The nameless message on my catalog, be careful who you trust. And it hits me. Mr. Marigold is my messenger. It was him. Oh, no. Kennt sich aber dann voll mit Technik aus, ja? Es ist so, erinnert mich gerade so ein bisschen, wenn hinterher revealed wird, dass der Professor böse ist, dann, warte mal. No. Wo ist es? Wo gibt's denn hier eine Blank? Ist hier keine Blank davon? Ne, es gibt nur Scheißdinger, die blank sind, aber... Warte. Kann ich das hier selber eintragen? Kann ich das jetzt irgendwie vergrößern? Einfach so, warte. So, warte. Wo ist Discord? Ach Mann. Immer diese Verzögerung hier, ne? Ist furchtbar. Ich weiß nicht, was du mir zeigen willst. Ich meine halt dieses Meme hier. Was? Kennst du das nicht? Nein. Warte mal. Ich kenne das noch nicht. Das ist halt dieses... Das ist so... Bei dem einen Astronauten steht halt im Normalfall so ein Revealing Fact. So, keine Ahnung was, so wie, was? Die Erde ist rund? Always has been. Ja. Oder so, Ach so. wie so ein Verrat. Und das ist halt so der müsste man da so Professor Purple. Was, Professor Purple war der Böse am Ende? Always has been. Und dann wird man halt so erschossen. Okay. So. Ja, gut. Ich hab halt das Original benötigt, okay? Aber du hast ja... Ja, aber das ist ja das Original, nur bei dem einen Astronaut steht gerade kein Text. Eben. Ich meine, der Kontext ist important. Oder? Ich wollte halt jetzt nicht irgendein random Meme, deswegen wollte ich ja eine Blank-Vorlage haben. Ach man. Oh, Ach nee, ey. Die ganzen Flat Earther kommen sich richtig dumm vor dann so. Nice. That's what we want. Ridicule the Flat Earthers. That's wieder back. what I stand for. Warum hat er jetzt nicht gewechselt? Doch gerade hier Perfect Date. Live gehen. Ah, jetzt funktioniert es nicht mehr. Warte mal kurz. So, Bildschirmübertragung. Perfect Date. Live gehen. Jetzt. Jetzt musst du nur wieder reinschalten. So, wir müssen erstmal resten. Das kennen wir schon, das heißt, jetzt kommt das, was ich schon vorher angekündigt habe, ein Wechsel zur anderen Szene. Hat sich ja richtig gelohnt, dass ich jetzt die Bildschirmübertragung wieder gewechselt habe, weil jetzt müssen wir eh wieder wechseln.
Und wir wechseln zu... Das komische Ding hatten wir noch nicht. So. Das einmal kurz hier rüber. So. Discord auch einmal wechseln. Bildschirmübertragung. Fenster wechseln. Zu Screen 2. So. There are waves crashing. The sound is so loud I can't make myself be heard. But I still scream in the lifelet. Oder warte mal, war das? Oder habe ich das falsch? Welches ist das? Ich habe 2, die so heißen. Weird Dream. Ne, shit, das hatten wir auch schon. Wir brauchen Weird Dream 2. So, das hier. Okay. I'm in class at my university. The tutor is late. And we are all sitting, waiting. I turn to my friend who sits behind me to make a joke about the tutor's car breaking down. But my friend isn't there. Instead, there is a giant cat. Ich warte darauf, dass es weitergeht. So. It looks like an elder. It bares its teeth at me and lets out a menacing low growl. Just as I'm about to scream, the tutor arrives, but it's Professor Popper. Oh, Picasso, Alter. You look like you've seen a ghost, David Meowi, oder Catrick in diesem Fall. I'm trying to answer back to tell him to look behind me, but the words won't come out. I'm rigid with fear. Can't move, can't speak, can't scream. Everyone else is acting like things are normal. Can't they see it? I force myself to turn again and look at the terrifying cat, but it's not there. There's just an ordinary domestic cat, and everyone is laughing at me. Now I can see everyone from the island, the Marigolds, Joe, Bob, Zane, Popper, all pointing and laughing. I jump out of my seat to leave, and I'm in bed, in my tent, sat bolt upright. I shouldn't have eaten cheese so close to bedtime. Was ist das? Macht Käse echt komische Träume? Wenn du einen vollen Magen hast, ja. Und Käse ist schwer vom Magen zu verarbeiten. Ja, und nochmal für den Stream, als Info, warum wir das jetzt so gemacht haben. Ich habe das Ganze ja nochmal neu durchgespielt und diese Traumsequenzen sind halt immer random. Von daher habe ich zwischendurch beim nochmal neu durchspielen andere Traumsequenzen bekommen, als die wir schon hatten. Und diese, die wir jetzt gerade im Stream haben, hatten wir halt schon. Und deswegen haben wir jetzt eine aus einer anderen Aufnahme genommen. So, das wieder hier rüber, das wieder hier rüber. Discord einmal wieder umstellen. Muss ich wahrscheinlich wieder beenden. Perfect Date, live gehen. So, dann können wir jetzt hier einmal kurz durchskippen, weil die kennen wir schon. Ich glaube, diese Traumsequenz hatten wir in Folge 2, meine ich. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Also wer die nochmal sehen will, kann gerne in Folge 2 nochmal nachgucken gehen auf YouTube. Auf ins Romance. Aber ich glaube, also ich hatte beim nochmal durchspielen, ich glaube, das war sogar tatsächlich die eine Traumsequenz, die wir nicht hatten. Also ich meine, ich hatte zwei in einer unterschiedlichen Reihenfolge, aber ich glaube, ich hatte alle, die wir beim ersten Playthrough auch hatten. Außer die jetzt mit den Piraten, die hatte ich halt nicht beim neuen Playthrough. Dafür hatte ich die andere, die wir jetzt gerade angeguckt haben. Also jetzt sollten sowieso nur noch neue kommen, wenn überhaupt noch welche kommen. Denke ich. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal durchgucken. Okay. So, Fluffy Butt, was für ein Animal gucken wir uns dann heute an? Do hold your hand still, Catrick. I can hardly see a thing with you shaking like that.
I hold the binoculars stable in front of Fluffybutt's tiny cat face. He looks ridiculous. Davon hätte ich jetzt gerne mal ein Bild. Wie die Katze da mit dem scheiß Fernglas vor den Augen und wir halten ihr das so hin. We never get the good stuff, just dead birds. Das war auch good stuff, ja. Nein. It's like you're not even trying, Catrick. You're shaking like a leaf. My hands are totally steady, Major. Ever considered it could just be your eyesight? Sehr subtil, Catrick. Sehr subtil. I'll have you know, I have been the keen eyes of a goat. Augen, so gute Augen. Goats aren't exactly known for their vision, Major. It's just because the world is full of ignorami. Well, Bei mir what? lebt übrigens noch das Zeug. Ach so, sag das doch. Ich dachte, es würde... Ich mach nochmal neu. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja, can you see? Huh? Jetzt sehe ich das auch, ja. Well, what can you see? I see myself. Lying next to... Ist das Changas? You can see a couple of meowlers, lazing about, of course, scratching at their fleas. Filthy things, I tell you. What? One of the bigger ones is emptying its bladder. That could mean that they do eat and drink on a regular schedule. Like Okay. every living being ever. And if we were able to find out where their water supply is, we could lace it with a mild sedative and bring the incapacitated sample to the beach. Please don't finish that sentence. No cats will be harmed during this mission. Oh please, the subject will not be harmed, just slightly bewildered. For a day or two. Or 20. But why, Major? Why? Well, to examine it for a start. Also, I should like to see how they react when one of theirs gone missing for a change. Alter. Richtig militärische Operation hier, ey. Major, I only agreed to help you with this on the promise that you will not attempt to exact any kind of retribution on the elders. Examination is one thing, but if you can't keep your end of the deal, then I'm sorry, but I'm going to have to withdraw. Okay, I'll just observe. I replace the binoculars in front of Fluffybutt's keen goat eyes. Well, what do we have here? Found something? I do believe I have. There's a few meow elders here who seem to be meditating. Meditating? Are you sure they're not just sleeping? Take a look, will you? Tell me they aren't meditating. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, wo wir mit diesem komischen Stein da ins Gebiet reingegangen sind. I adjust the binoculars to suit my eyes, and am quite taken aback by what I see. Fluffybutt is right, the cats aren't sleeping. They are sitting in a circle around what is by far one of the stranger landmarks on the island, a large state of bastard. Professor Pauper has always dodged my questions about what on earth the statue of the Egyptian cat goddess of war is doing on this island. I'm even more intrigued now. The cats seem to be listening, or contemplating, or even meditating. Well, Major, I'm sure there's a perfectly good explanation for their behavior. Cats often behave quite strangely, I found. Well, there's strange, and then there's strange.
And my experience teaches me that the type of strangeness that this class are afflicted with is beyond acceptable. I believe the only way to protect us all is total disassociation. Send in the nukes. Major, do you hear yourself? We're here practically trespassing on their territory so that you can spy on them while they're doing whatever it is they are doing, and you want dissociation from them? One must know one's enemy, Catrick. Oh my god, he raised out. How are they your enemy, Major? I've never done anything to you. Oh no? These Meowers are wholly responsible for the problems on this cursed island, and it's about time they were held accountable. They are the carriers of the cat virus. If it weren't for them, you wouldn't be afflicted with the illness. Oh, is that so? Because I distinctly remember it was you lot who deliberately put me in danger in the first place. The others are cats. Just cats. Naja, eigentlich war's Trixie. Nicht Fluffy Butt. Aber okay. Die Tricks, Alter. Just cats? Eh? Oh, I see. I realize what I've said, and although I didn't intend the way the Major has taken it, I can see how wounded he is. I feel conflicted. On the one hand, I want to take a stand against his bigotry. It is not helping our progress, and I believe it may end up ruining our friendship. On the other hand, I know he has a good heart. As Trixie says, he's just stuck in his ways. And it would be wrong of me to start pushing my views onto him. Perhaps I can lead by example and practice a little more tolerance myself. Also ich glaube, da wir ja immer noch darauf abzielen, erstmal gute Dates zu haben mit den Katzen, denke ich mal eher die zweite Option führt zu einem guten Date. Das andere können wir dann später machen, und wenn es halt andersrum ist, dann haben wir halt Pech. Ja gut. Be diplomatic Der and be möchte quiet. doch, dass man mit ihm agreed. Eben. Oh, come on, Major. I didn't mean it that way. You know, I have the highest regard for all cats, and particularly you. And I for you, Catrick. However, I must say I find it increasingly difficult to fathom how such an intelligent person as yourself fails to recognize such obvious truth. Okay, perhaps I haven't given you a fair hearing. Maybe my own opinions got in the way. So go on then, you have my full attention. Teach me, Major. Well, that's more like it. He pulls himself up and fluffs out his fur. It gives him an air of self-importance, so much so that, in spite of my promise to be open-minded, I'm already feeling a bit irritated. You see, what you and the other pedestrian-minded inhabitants of this island will not do is look at the undeniable evidence that this species is the cause of all of our problems. The evidence being? Well, firstly, they have segregated themselves from us and created a ghetto, where we have been made unwelcome. That is an act of hostility. I want to point out that they haven't created anything, they have always been there, but I'm practicing tact and diplomacy. Secondly, they carry the virus. Die Sache ist, wissen wir überhaupt, also wir wissen ja nur von dem Professor, dass die angeblich immer da waren. Aber soweit wir wissen, redet der Professor ja durchgängig Scheiße. Es kann ja echt sein, dass die mal... He's evil! And he will be evil always! Weil ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass die führen ja Tests an den Katzen aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die wild macht. Also die praktisch failed Tests. Und dann werden sie halt dahin geschickt. Feline Transitional Gene. FTG. Quite.
They are trying to infect everyone, make us all like them, and they will have their way too, if we don't fight back. Und das ist halt auch vielleicht so eine Sache. Die Katzen, weil ich hab ja vorher auch schon die Vermutung angebracht, dass eventuell der Professor uns halt irgendwas gibt, was uns catfight und das nicht die Katzen sind. Die schleppen uns ja immer nur dahin und lassen uns kratzen und dann, weißt du, so ein falscher Schluss. Irgendeine Katze, jetzt gehen wir mal davon aus, Trixie war die erste Katze, die mit diesem ganzen Prozess angefangen hat, Leute da hinzuschicken. Und dann dachten immer alle, dass ja natürlich, das muss halt von den Katzen kommen. Aber eigentlich kommt es vom Professor und die haben halt nur den falschen Schluss gebracht im Endeffekt. Naja, gucken wir mal weiter. I bite my tongue and resist telling him that it is far more likely they are not trying to infect anyone, they simply want to live and let live. They probably don't even understand the effect their body fluids have on other species. Thirdly, it should be obvious to everyone that they have made no attempts whatsoever to learn our language. If they were congenial towards us, they would surely have tried to communicate with us by now. I try to keep my voice amicable. I know how frustrating it is when you can't make yourself understood, Major. Very frustrating. I'm glad you see that, Catrick. At least I have one ally in all of this. Maybe now is the time to strike. You know what, Major? I'll bet that with your superior intellect and my research skills, we might be able to find a way to learn their language. I hold my breath. Why on earth would we want to do that? To communicate. Have you lost your mind, Catrick? To say nothing of your sense of smell. Huh? I doubt they have anything worthwhile to communicate. They are no more to us than an insect under a microscope. Oh. The smell, however, that is rather overpowering. Shall we call it a day here and go somewhere where the air is more pleasant for our lunch? I'm feeling very uncomfortable now, and I want to get away to think. Actually, Major, I have to get back. I'm on feeding duty today. If you like, I can put something by for you. Very well. I shall call by the mess tent later. As I make my way back to camp, I can't help feeling I ought to have handled this differently. I wonder if honesty may have made more progress with Floof. Diplomacy just feels like pandering to him, really. War das denn jetzt ein schlechtes Date? Kann man das irgendwie nachgucken? Dann ganz am Ende. Bye. Oh Mann. Wenn die ganze Scheiße wiederholen muss. Ja. 100% kriegen wir jetzt eh schon wieder wegen Trixie nicht mehr, aber egal. Machen wir noch eins und dann erstmal Pause? Ja. Wovon? Romance, Research, Reckon? Zu essen. Weil die ganzen Eier weg sind. Ja, aber was hast du denn da... Was hast du denn überhaupt damit gemacht? Ich hab versucht, ein Omelett zu machen. Ja. Versucht. Ne? Ja. Scheiße, es ist angebrannt. Wie passiert dir das immer? Ich kann nicht kochen. Ich meine, sonst probier doch einfach nächstes Mal, wenn du irgendetwas brätst, stell den Ofen nicht auf volle Pulle. Hab ich nie. Weil ich Angst davor. Dann stell ihn noch eine Stufe runter. Oh mein Gott. Auf 2. Oh. Und wenn es dann noch anbrennt, dann weiß ich auch nicht. Dann... Okay, guck mal, ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach nicht aufpasse, okay? Meine Aufmerksamkeitsgabe ist richtig kurz, so. Und du solltest nicht mehr so viel TikTok benutzen. Nein, es liegt nicht... Doch, das liegt... TikTok, Bro.
Ja, Nein. du hättest auch Weil niemals es ist Weins einfach- angucken sollen. Hä? Du hättest auch niemals Weins angucken sollen. Aber wir können jetzt eine ganze Diskussion haben, so, Internet ist schuld, bla bla bla. Ist nicht so? Ne, Internet Ich hatte nicht. schon von- Nur das, was du im Halt- Internet konsumierst. Halt deine Fresse, Alter! Ich versuch dir gerade zu sagen, dass ich es hasse, in der Küche zu sein und deswegen immer mich verpiss aus der Küche, wenn ich koche. Was ein großer Fehler ist, aber ja. Sonst mach dir doch einfach irgendwas in der Küche an oder so. Irgendein Podcast oder sonst irgendwas, was dich dann da hält. Es hält mich nichts in der scheiß Küche, Digga. Ich hasse die Küche so. Dann schließ die Küche einfach ab, dann kommst du nicht raus. Einfach abschließen und den Schlüssel dann unter der Tür her rutschen lassen. Bra! Toll, da komme ich gar nicht mehr raus. Weil dann bin ich eingesperrt wie das eine Mal in einem Katzenzimmer. Ja, Wunderschön. optimal. Wunderschön. So, was machen wir denn jetzt? Romance, Research oder Reckon? Boah, ist immer deine Entscheidung. Ist mir scheißegal. Rest. Nein. Sag Stopp. Super. Anscheinend Research. 8 oder 2? Oh Gott. Wir nehmen 2. Today it's off to the beach to tag some cats. Taggen! Wie kann ich so viel Hunger haben, wenn ich die ganze scheiß Nacht gefressen habe, Alter? Was ist das? Also ich habe in den letzten Tagen nie Hunger. Ich habe immer nur eine Mahlzeit am Tag gegessen. Bis jetzt. Bist jetzt endlich auf Diät? Mehr oder weniger. Ich habe halt einfach keinen Appetit. Und auf Diät bin ich schon die ganze Zeit. Ich esse halt nichts Süßes. Das mache ich schon seit längerem nicht. Ich trinke nur meine Edgies, weil irgendwas brauche ich mit Geschmack. Aber davon ja auch nicht jeden Tag was. Here, kitty, kitty. I'm out on tag and scan rotation. The sun is beginning to set and the beach is cooler. And this is hunting time, so in theory more cats will be drawn out from their hidey holes. Was sollen die denn handen? Da ist doch nichts zum Handen. The other time for tagging is midday, when they're at the laziest. But I find the heat too intense to come to this part of the island at that time. Something catches my eye and leads me into the forest. Oh, here, kitty. Ah, endlich, Alter. Ah, das, meh. Oh, hi, Kibbles. How's it going? Define it. What's that thing? Ich hab echt keine Ahnung mehr, wie ich das hinbekomme, Alter. Russischer Akzent, einfach russischer Akzent. Kibbles is already eyeing my chipping pen. Looks like a weapon. Is it a weapon? Is it a weapon? No. Well, kind of. Do you want me to show you how it works? Boom! Now you are dead. Kibbles gives me an exasperated look. How dumb do you think I am, human? I want to try it. You. Look, you'd be doing me a huge favor if you just let me use this thing on you. Oh yeah. And that's when he started to run away. Yes, I don't think I can actually tag you twice, and I need all the practice I can get. Oh, well then, catch me if you can. And this is how the movie with Leonardo You DiCaprio never began. catch me in motherland. You never catch me. I hear a "Nya" echo through the forest as Kibble seems to disappear Nya. before my very Nya. No. Impressive. Impressive. How did you do that, Kibbles? Also, how did you do that, Kibbles? Come back. I won't shoot you, okay? I'll even let you have a go if you can show me how you disappear so fast. Who What the that? fuck? Who you? Willst du sprechen? I don't know. Is it a male? Is it a female? How should I do the voice?
Ich weiß es nicht. Es ist ein Teddybär. Teddy. He won't come back now. I know. The new voice startles me. He's like the Scarlet Pimpernel. What? Was ist Pimpernel. I turn to see a mid-sized brown-haired cat scratching at the trunk of a tree. Oh, hello. I don't think we've met before. My name's... Sieht richtig anders aus, Alter. Oh, okay. I know who you are. Warum bin ich jetzt schon wieder in den Akzent reingerutscht? I know who you are. Turntail. The island is buzzing with news about you. No, this is Catrick. No, this is Catrick. Turntail? No, this is Catrick. What does that mean? I realize I'm going to have to scan her. Oh, it's nur sie. Ach, it's a her. Oh, oops. Kibbles leaps from nowhere and pins the new cat to the floor. Shoot her! Shoot her dead! Rush be so kabliert. Super. Oh, sorry. This won't hurt. It's for your own goods. It's so we can make sure you stay safe and healthy, and... I seize up my opportunity and move fast. I've already grabbed the scruff of her neck, and before I finish speaking, I've pressed the pen between her shoulder blades and released the microchip. There, all done. Wasn't so bad, was it? Wow. Awesome! Can I shoot the next one? Blöd. Kamerad! I Comrade. want to shoot everyone dead. I doubt that, Kibbles. I wiggle my thumbs in his directions. Oh man, I gotta get some of these guns. Yes, guns. No, thumbs. Guns. Okay, da wir jetzt wissen, dass es ein Weibchen ist. Ne. Die gleiche Stimme, nur höher. Get now! Have things to do! Kibbles? He remains pinned to the other cat. I reach for the spray bottle in my pocket and he leaps away with a laugh. Off you go then, to do your things. Anything I can help you with? No, just duties. Duties. Must get everything done. Überhaupt nicht creepy oder so. Okay. Ja, meine Stimme. I'm going to have to enter data for you in the catalog. How about we call you B? B? How about C? The alphabet. Because you're so busy B? Look, B, it would be good if I could get you to come to the camp to check you over and make a note of your details. If you want to drop by when you are free, that would be great. Otherwise, I have to come back with a cat carrier. Not so great. Bye. I know the place. The cat slinks off. Do you know her, Kibs? Kibbles emerges from his hiding place in a tree. Hey. Yeah, no her. I'm on this fucking island all the time. Is she okay? She seems a bit unhappy. Ah, she's fine. She's like you, it's all. Like me? What do you mean? You're the scientist, you work it out. I don't know, man. Kibbles vanishes again. Ich bin irgendwie von russischen zu schwarzen Neger. Was? Schwarzenegger, so Akzent. Keine Ahnung. Ach, Schwarzenegger. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ich hab auch was anderes verstanden. Oh mein Gott. Ich nuschel. Tut mir leid. Ja. Vor allen Dingen, weil du das dann auch so am Anfang so getrennt hast, so Schwarzenegger. Nein, ich musste... Oh mein Gott.
Ja, aber das macht's nicht besser, wenn du ein Wort trennst. Ich musste gerade mich an den Namen erinnern. Ja, aber das hat's nicht besser gemacht. Ich weiß, tut mir leid. Ja, ich bin gewechselt von so einem russischen zu so einem schwarzen Egger-Akzent. That's not what I wanted to say. Na gut. I mean Return to main menu, yes. I mean the dude. I mean the dude. Ja, wir wissen alle, was du meinst. The famous dude. Ja, natürlich. Oh, meine Stimme ist so am Abkacken. Nie wieder alte Stimmen machen, Alter. Ach nee, na gut. Hätten wir hier erstmal das heutige Playthrough von Purrfect Date. Oh Gott. Ich muss auch erstmal noch die Folge davor hochladen auf YouTube. Weißt du, was geil wäre? Was denn? Wenn jetzt, weil ich den Namen falsch getrennt habe. Gibt's erstmal einen Strike? Erstmal Nein, so wir. Ja, erstmal so Bankrott von all den Leuten, wie bei PewDiePie, wo der einmal das N-Wort gesagt hat, weißt du? Also wir haben hier nur über den Schauspieler gesprochen. Ja, YouTube und Twitch, ihr wisst das, wir haben das auch klarifiziert. Wir haben dieses andere Wort nie in den Mund genommen. Über Arnold Schwarzenegger, right? That's his name, right? Warum hat er da auch so einen scheiß Namen, ehrlich gesagt, wenn man mal drüber nachdenkt? Ja, ganz ehrlich. Warum ist der zweisilbig? Warum ist der Name zweisilbig? Was ist das? Ja gut, bevor hier noch was Schlimmeres passiert, beenden wir hier erstmal den Stream. Ja, ja. Ich bedanke mich wie immer bei allen fürs Reinschalten. Wünsche allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder falls, wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen allgemein wunderschönen Tag. Also gar nicht. Ja. In Alles klar. 20 Jahren, wenn alle Videos 2 Millionen Aufrufe haben werden. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal bei Purrfect Date mit den bei knutschenden Wildschweinen. Bye, bye. Ticket.